Ich dachte immer, Deutschland sei im Steuerrecht streng. Wir haben komplexe Regelungen, hohe Dokumentationspflichten und eine Steuerbürokratie, die selten Komplimente bekommt. Aber dann hörte ich von einer Vorschrift in den Niederlanden. Und ich musste zweimal nachfragen, ob ich sie richtig verstanden hatte. In den Niederlanden gilt, lebt ein Ehepaar mit Gütertrennung, darf der eine dem anderen im Jahr nur 2.690 € zukommen lassen, bevor der Staat es als steuerpflichtige Schenkung behandelt. In Deutschland liegt die Freigrenze bei 400.000 €, fast das 150-fache. 2.690 €, das ist nicht einmal ein neuer Kühlschrank. Und schon greift die Steuerbehörde ein. Das hat mich neugierig gemacht. Ich habe mich eingelesen und was ich gefunden habe, hat mich ehrlich gesagt erstaunt und schockiert. Die Niederlande kombinieren solche mikroskopischen Freibeträge mit einer Reihe von Regelungen, die in Europa ihresgleichen suchen. Ein Beispiel ist die sogenannte konserverende aanslag, eine Art Wegzugsbesteuerung für Unternehmer. Wer sein Unternehmen ins Ausland verlegt oder selbst auswandert, wird mit einer fiktiven Steuerforderung konfrontiert, die 10 Jahre lang wie eine schlafende Forderung bestehen bleibt, bereit, jederzeit aktiviert zu werden. In Deutschland beträgt diese Frist maximal 5 Jahre und wir haben zumindest eine proportionale Lösung. Hinzu kommt Artikel 10,4 des niederländischen Successivet 1956. Er fingiert eine Steuerpflicht wie für Inländer für bis zu 10 Jahre nach dem Wegzug, wenn die Person ihre niederländische Staatsangehörigkeit behält. Selbst wenn man in dieser Zeit in einem anderen EU-Mitgliedstaat lebt, kann die niederländische Steuerbehörde auf weltweites Vermögen zugreifen, im Erbfall oder bei Schenkungen. Diese Kombination, winzige Freibeträge im Inland und weitreichende Steueransprüche im Ausland, ist aus meiner Sicht nicht nur wirtschaftlich fragwürdig, sondern auch europarechtlich problematisch. Sie stellt eine erhebliche Einschränkung der Freizügigkeit dar und kann den freien Kapitalverkehr empfindlich stören. Ich bin keine Freundin von Steuerdumping. Aber Steuerrecht muss vorhersehbar, verhältnismäßig und gerecht sein. Es darf nicht dazu führen, dass Bürger in ständiger Unsicherheit leben, sei es wegen eines kleinen Betrags von 2.690 € im Ehealltag oder einer millionenschweren Forderung Jahre nach dem Wegzug. Wenn selbst Deutschland mit seinem Ruf für strenge Besteuerung im Vergleich zu den Niederlanden moderat wirkt, dann stimmt etwas nicht im niederländischen System. Und es sollte nicht erst das Misstrauen anderer Mitgliedstaaten oder gar die Weigerung, bei der Vollstreckung zu helfen, nötig sein, um diese Regeln zu reformieren. Steuern sind ein notwendiges Instrument, um das Gemeinwesen zu finanzieren. Aber sie dürfen nicht zu einem Netz werden, aus dem man sich selbst als ehrlicher Bürger kaum befreien kann. Die Niederlande täten gut daran, den europäischen Rechtsrahmen nicht als Hürde, sondern als Maßstab zu begreifen und den Abstand zu ihren Partnern nicht weiter zu vergrößern.